Hallo? Gibt es jemand hier mit Präsenter und Akkus? So, brauche zweimal 3A Akku. Nein. Hallo, guten Tag. Wir kommen zu der Vorlesung Rechnerstrukturen. Wenn jemand hier zwei 3A Akku hat oder einen Präsenter hat, würde ich dankbar, dass ich diese Dinge leihen für heute. Wir haben kein Präsenter und kein Akku heute. Okay, wir fangen heute mit unserer Lernfortschritt in der Rechnerstruktur-Vorlesung an. So, Christian, bitte noch einmal. Genau, versuchen wir das nochmal, nachdem das letzte Woche ja so gut geklappt hat mit dem Umfragetool. Also die meisten erinnern sich natürlich, was das war. Wir wollten euch eine Frage stellen, die ihr hoffentlich nicht beantworten könnt, um aus den indirekten Antworten ableiten zu können, wie euch die einzelnen Themen hier helfen. Jetzt haben wir blöderweise letzte Woche schon viel über Zahlenformate geredet. Naja, egal. Gucken wir einfach mal, wie das so hinhaut. Hintergrund war der, dass wir euch was erzählen, was ihr wie gesagt noch nicht wisst und was ihr nicht in dem Umfang unbedingt verstehen könnt. Ja. Ja. Und zwar gibt es einen Machine Learning-Algorithmus, der sich Entscheidungsbaum nennt, und in diesem Entscheidungsbaum, wenn ich den aufbaue, ganz kurz nochmal wiederholt, mache ich an ganz vielen Stellen das, dass ich zwei Zahlen miteinander vergleiche. Die Zahl, die eben reinkommt, über die ich irgendwie was sagen will, mit
einem Schwellenwert, mit der ich diese Zahl vergleiche. Das heißt, wenn ich so ein Ding jetzt ausführe und ganz, ganz viel ausführe und das stundenlang auf einem Rechner laufe, ist das genau die Operationen, die da stattfinden, dass ich ganz oft immer Zahlen mit anderen Zahlen vergleiche. Genau, weil sieht man ja auch in der Implementierung, also diejenigen, die schon mal irgendwie if-else gesehen haben, sehen halt, dass das genau das ist, was hier passiert. Die Frage ist jetzt, klar kann ich das schneller machen, indem ich die Bäume kleiner mache, dann habe ich weniger Vergleiche, dann ist mein Programm auch schneller, aber es gibt eben auch Techniken, um so eine Implementierung schneller zu machen, ohne dass ich irgendwas an den Bäumen verändere, also ohne dass ich die Ausgabe ändere, ohne dass ich die Anzahl von Vergleichen ändere, die darin berechnet werden. Und die Frage, die ich euch halt stellen möchte, ist, wie sehr ihr das für realistisch einschätzt, dass ich damit 35% oder ungefähr 35% meiner Geschwindigkeit rausholen kann, also das 35% schneller machen kann. Dazu solltet ihr diesen Code scannen, da gibt es dann eine Frage dazu, da sind so ein paar Daten generell zu eurem Vorwissen abgefragt und die letzten beiden Fragen beziehen sich halt genau darauf, da sollt ihr einschätzen, wie sehr ihr das für möglich haltet und eine kurze Erklärung dazu abgeben. Funktioniert der Code heute? Ich habe es vor 5 Minuten... Wir versuchen bis wann? Wird das System jeden Tag um 16 Uhr abgeschaltet oder was? Nö. Loading. Das geht. Okay, vielleicht ist es auch jedes Mal, wenn wir es versuchen, dass es überlastet wird. Dann würde ich sagen, machen wir das Gleiche nochmal. Wir machen erstmal mit der Vorlesung weiter und gucken mal, ob sich das erholt. Und sonst müssen wir uns vielleicht mal ein anderes Tool ausdenken. Okay. Gut. Aber ich habe auch das Tool benutzt. Ich habe es vor 5 Minuten auf dem Handy nachgeschaut, da ging es. Wie schön. Dann viel Spaß bei der Vorlesung. Ich habe auch diese Lime-Servette für andere Conference benutzt. Bisher funktioniert immer, aber das zweite Mal Versuch hier. Okay, gut, dann wir machen weiter über die Repräsentation von Zahlen, von ganzen Zahlen. So, wir haben 4 verschiedene Darstellungen für negative Zahlen letzte Woche diskutiert. Okay? So, es gibt Vorzeichnungsbetrag, Bias, so Exzessdarstellung, eine Komplementdarstellung und 2 Komplementdarstellung. Die 4 haben wir letzte Mittwoch gesprochen. Und, Entschuldigung. Wenn wir mit Bias setzen, dann sind die 2 in einer Kategorie und hier ist dieses unser zweiter, dieses unser erster und dieses dritte und dieses vierte Darstellung. Okay? Und natürlich, ich habe 5 gesagt. Wie geht dieser 5? Das ist einfach mit Positivzahlen. Und wenn wir über Positivzahlen gucken, die sind gleich für Vorzeichnungsbetrag, gleich für ein Komplement und 2 Komplement. Für die Positivzahlen, wir benutzen solche Zahlen gleich wie Anfang des Semesters. Aber für diese Zahlen mit Bias machen wir einfach eine Minus. So, dann bekommen wir die Realzahl. Okay, gucken noch einmal. So, minus 16. So, wir haben 5 Bits. So, die natürlichen Zahlen darstellen wir mit 4 Bits von 0 bis 15. So, 2 hoch 4 ist 16. Wir fangen mit 0 an. So, deswegen starten wir von 0. Dann bis 15 haben wir zusammen
16 verschiedene natürliche Zahlen. Ist das klar? Gibt es Fragen hier? Nein? Dann, wenn wir solche 16 verschiedene Zahlen von 0 bis 15 mit anderer Darstellung gucken, dann bekommen wir so. So, nur. So, hier. So, dieser nur. Die 4 Bits ist nur. Dann nur 1 ist 1. So, dann hier ist 1. Okay? Dann nur 1 ist 2. Nur 1 ist 3 und weiter. Bis 1 ist 15. Okay. Dann, wenn wir das erste Bit als Vorzeichenbit setzen, dann wechseln wir einfach die Vorzeichen. Das Vorzeichen. So, das ist einfach so. 1 nur ist minus nur. Dann nur 1 ist 1 mal minus 1. Das ist minus 1. Und dann 1 nur ist minus 2. Und dann am Ende 1 ist minus 15. Dann können wir zusammen von minus 15 bis 15 darstellen. Es gibt zusammen 31 verschiedene Zahlen und wir haben zweimal Nullen. Plus nur und minus nur mit Vorzeichendarstellung. Okay? Wenn wir über Bias-Darstellung gucken, es geht einfach mit dieser Art von Bias. So, wir gucken jetzt zusammen 5 Bits. So, mit 5 Bits können wir von 5 bis 31 darstellen. Dann mit dieser Bias machen wir diese Binärzahl minus b aus unser Ziel. So, nur ist nur. Dann machen wir minus b. So, nur minus 16 ist minus 16. Deswegen hier ist minus 16. Dann 1. Hier ist 31. Minus 16 ist 15. Mit dieser Darstellung können wir von minus 16 bis 15 darstellen. Natürlich, wenn wir diese b aus anderer Zahl setzen, dann bekommen wir andere Bereich. Dieser Bereich von b aus 15 ist von minus 15 bis 16. Okay? Alles klar? Schon haben wir 2 Darstellungen geguckt. Dritte, eine Komplementdarstellung. So, von hier an, diese alles hier sind gleich wie Vorzeichenbeitrag. Wir für die Positivzahlen von Vorzeichendarstellung, eine Komplementdarstellung und selber Komplementdarstellung sind Positivzahlen gleich. Okay. Der Unterschied ist nur für die negativen Zahlen. Okay. Für eine Komplementdarstellung komplementieren wir einfach die Einsen aus Nullen und die Nullen aus Einsen. Okay, gucken wir noch einmal. Nur 1 ist 1. Dann 1 nur ist minus 1. So, sind die zwei aus einer Gruppe.
nur 1, 1, 1, 1 ist 15. Dann 1 nur ist minus 15. So, und die 2 aus einer Gruppe. Dann natürlich, wir haben auch diese Gruppe. Nur ist nur. Und 1, 1, 1, 1, 1 ist minus nur. Gut. Plus nur und minus nur sind gleich hier. Okay? So, es gibt einen Trick. Und das ist der Hintergrund, warum wir Zweierkomplementdarstellung benutzen heutzutage im Rechnen. So, wenn wir hier 1, 1, 1, 1 plus, so 5 mal 1, 1, 1, 1, 1 plus 1 hier setzen, dann bekommen wir als Ergebnis einfach nur und dann hier 1. Wir haben nur 5 Bits, deswegen, wenn wir eine zusätzliches 1 hier setzen, nach Eierkomplement, bekommen wir nur eine einzige Nur mit dieser 5 Bits. Okay, so die Zweierkomplementdarstellung ist einfach eine Komplementdarstellung zum Est und dann plus 1. So, dann gucken wir noch einmal. Was bekommen wir hier? Zum Beispiel nur 1 ist 1. Der eine Komplementdarstellung ist 1, 1, 1, 1 nur. Dann plus 1 ist 1, 1, 1, 1, 1. Das ist minus 1. Okay? Gucken wir noch einmal. 15. Nur 1, 1, 1, 1. Ein Komplement ist 1, nur. Plus 1, dann bekommen wir 2 Komplement, ist 1, nur 1. Okay, ist das klar? Dann, wenn wir über diese Regelung gucken, bekommen wir hier diese 15 Zahlen, auch einzig entsprechende Negativzahlen, so 1 bis 15, dann bekommen wir minus 1 bis minus 15. Und was ist der, so dann hier, wenn wir die einzig, nur, dann hier haben wir auch 1 nur. Okay? Das ist unser minus 16. Okay? So, was ist der Unterschied? Ist das, wenn wir über Zweierkomplementdarstellung rechnen möchten, dann haben wir auch diese Form. Das erste Bit bedeutet auch ein minus 1 Faktor. So, wenn wir über diese Zahl gucken, ohne diese erste Bit mit unsigned Integer, dann hier ist 2 hoch minus 1 mit Zweierkomplementdarstellung. Hier ist minus 1 mal das Bit mal 2 hoch minus 1. Dann bekommen wir die richtige Formatdarstellung. Okay. Gibt es Fragen? Das ist natürlich wichtig. Ja? Sie bekommen einfach eine Übung. Ich habe keine Ahnung, wie viele Bits dort. 5, 6, 7, 8, 9, 10? Manchmal 6, manchmal 8. Okay, keine Ahnung, welches machen wir dieses Jahr. Okay, gut.
Dann natürlich, wir haben noch Frage. Gucken wir jetzt. So, wie kann der Rechner entscheiden, ob er diese Zahl 1 nur von Basis 2 minus 8 oder 8 repräsentiert? So, wir haben schon gesehen, es viele Möglichkeiten gibt, um die Zahlen darzustellen. Wie kann der Rechner entscheiden, welche Zahl diese 1 nur von minus 8 oder 8 repräsentiert? Schon fertig? Aber braucht noch ein bisschen Zeit. Diese Frage ist unsere erste Frage heute, so vielleicht können wir noch ein bisschen. Okay, gut. Dann. Okay, es ist schon klar. Es hängt von Datentyps an. Okay? You have to decide what you want. So, wir haben zusammen 4 Darstellungen über Negativzahlen, auch ganze Zahlen schon gesprochen. Ein Komplement ist nur dazwischen. Wir brauchen ein Komplement, um 2 Komplemente zu erklären. Vorzeichen wechselt und Exzessdarstellung brauchen wir später, schon heute. Und 2 Komplementdarstellung ist der Standard von Rechner zurzeit. Okay? So, wenn wir nur 4 Bits haben, dann können wir nur von minus 8 bis 7 darstellen, können wir leider nicht weiter darstellen. Und das ist für die ganzen Zahlen. Okay. Gut. Dann haben wir schon erledigt. Gibt es Fragen über ganze Zahlen? Scheint nicht aus. Dann fahren wir weiter. So, natürlich, wir möchten auch andere Zahlen darstellen, zum Beispiel rationale Zahlen oder etwas andere, Realzahlen, so Real Numbers und Rational Numbers. Wir werden hier mit 2 verschiedenen Möglichkeiten von solche Zahlen diskutieren. Zum ersten machen wir mit Festkommand-Darstellung. Was bedeutet hier ist, dass wir eine feste Repräsentationslänge L bekommen und wir feste Position des Kommas einfach setzen. So, das ist einfach so. Wenn wir über die Dezimaldarstellung gucken, wir können zum Beispiel hier mit 8 Stellen setzen und dann können wir sagen, wie viele Stellen natürlich für ganze Zahlen brauchen wir und wie viele Stellen für die
nach Kommandstellen gibt. So zum Beispiel bekommen wir, bekommen wir 10,35. Dann, wir haben zusammen 8 Stellen. Wir können sagen, dass vor Komma gibt es zusammen 5 Stellen und nach Komma gibt es zusammen 3 Stellen. Dann setzen wir einfach 10,35 aus nur 10,34 nur. Okay, das sind 10 Dezimaldarsteller. Dann zum Beispiel hier bekommen wir eine Zahl mit zusammen 9 Stellen. Ja, dann das ist zusammen 8 Stellen, dann das stellen wir ganz fast einfach alles. Und diese Zahl bekommen wir zusammen 8 Stellen, aber es gibt zu viele Vorkommastellen. So, wir haben nur 5 Stellen, aber hier braucht man 6 Stellen. Dann das ist natürlich nicht darstellbar, zu viele Zahlen vor dem Komma. Das ist gleich von dieser Zahl, wenn wir diese Komma nach 2 Stellen setzen, dann können wir nicht genau darstellen. Dann nur ist einfach nur, Komma, nur. Okay? Das ist vom Dezimaldarsteller. Wenn wir, ja. Warum haben wir denn so viele Stellen im vorletzten Fall vor dem Komma? So, die Frage ist, warum haben wir zu viele Darstellungen hier? Nein, Vorne, okay. Ja, wir haben 3. So. 5. Okay? Wir haben zusammen 8 Stellen, 5 vor Komma und 3 nach Komma. Dann hier haben wir zusammen 6. Das kann man nicht darstellen. Kann man nicht genau darstellen. Man kann natürlich approximieren, aber nicht genau. Okay? Gut. So. Von Basis 10, was machen wir dort in solcher Darstellung ist einfach so. Wir haben diese Zahl, dann diese Zahl ist gleich wie ist gleich wie 9384712 durch 10 hoch 3. Was bedeutet hier ist, wir bekommen zuerst diese Zahl als ganze Zahl und dann an jeder Stelle machen wir weiter durch 10 hoch 3 und mal 10 hoch minus 3. Das bedeutet, diese Stelle ist mit dem Wert 10 hoch minus 3. An dieser Stelle ist 10 hoch minus 2. An dieser Stelle ist 10 hoch minus 1. An dieser Stelle ist 10 hoch nur und weiter. Okay? Dann setzen wir diese ganz zusammen. So, an dieser Stelle ist 3 mal 10 hoch minus 3. An dieser Stelle ist 2 mal 10 hoch minus 2. An dieser Stelle ist 1 mal 10 hoch minus 1. An dieser Stelle ist 7 mal 10 hoch nur. An dieser Stelle ist 4 mal 10 hoch 2 und weiter. Dann summen wir diese eigenen Zahlen zusammen. Bekommen wir das Ergebnis. Okay? Also es ist einfach so. Sie kennen schon.
Natürlich können wir auch solche Dinge vom Basis B machen. Das ist nicht anderes. Okay, so wir haben schon früher gesagt, 1 Basis 2, 1 nur, 1, 1 nur, 1 nur, 1. Okay. So, diese Stelle ist 10 hoch minus 3, Entschuldigung, 2 hoch minus 3. Und diese zweite Stelle ist 2 hoch minus 2. Und diese Stelle ist 2 hoch minus 1. Diese Stelle ist 2 hoch nur. Hier ist 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3 und 2 hoch 4. Okay? Das ist auch gleich, wie wir zuerst hier 2 hoch nur durch 2 hoch 3 und dann 2 hoch 1 durch 2 hoch 3, dann 2 hoch 2 durch 2 hoch 3, dann 2 hoch 3 durch 2 hoch 3 und weiter. Die zwei sind gleich. Okay, wir können zuerst eine ganze Zahl bekommen und dann am Ende durch 2 hoch die Anzahl von Nachkommastellen. So, hier mit 3 Stellen ist 2 hoch 3. So, die ganze Zahl durch 2 hoch 3 ist unser Festkomma darstellen. Oder wir können schon einfach von jeder Stelle durch 2 hoch 3 schon machen. Okay? Das Ergebnis ist gleich. Dann gucken wir, welche Zahl das ist. Diese Zahl ist eine natürliche Zahl. Okay? So, wir gucken zuerst hier aus natürlichen Zahlen, was wir bekommen, und dann gucken wir später aus Zweierkomplementarstellung. Okay? Diese Zahl ist an dieser Stelle ist 2 hoch minus 3, an zweiter Stelle ist 2 hoch minus 2, an dieser Stelle ist 2 hoch minus 1 und weiter. Dann setzen wir 1 nur, 1, 1 nur, 1 nur, 1. Okay? Dieser ist 16, dieser ist 4, dieser ist 2, dieser ist 0,5, dieser ist 0,125. Dann summen wir die Zahlen zusammen, bekommen wir 22,625. Diese Zahl ist auch gleich die natürliche Zahl hier mit 8 Bits durch 2 hoch 3. Es ist klar? Jetzt? Ganz okay. Wenn wir nicht die natürlichen Zahlen hier benutzen, aber mit Datentyp Zweierkomplementarstellung, dann ist diese Zahl nicht hier aus 16, aber minus 2 hoch 4. Die Darstellung ist gleich. Wir setzen einfach die feste Komma. Wir haben zuerst mit 8 Bits nur bis 255 darstellen können. Dann, wenn wir hier mit 3 Bits nach Komma setzen, dann können wir von nur durch 8 bis 255 durch 8 darstellen mit Eingranularität 1 durch 2 hoch 3. Ist das klar? So, das bedeutet, wir fangen mit 0,125 an. Die nächste Zahl ist 0,125 plus 0,125 ist 0,25. Die nächste Zahl ist 0,375. Die nächste Zahl ist 0,5 nur. Die nächste Zahl ist 0,625. Okay, das ist gleich. So, mit einer Granularität 2 hoch minus 3. Ja,
Wieso macht man minus 2 hoch 4? Das ist ich habe ein Beispiel. So, hier, diese Zahl ist vom Unsigned Fixkomma darstellen. Das erste Bit ist auch für Positivzahlen. Ich habe dort gesprochen, wenn wir zwei Komplementarstellungen benutzen, okay, dann das erste Bit bedeutet minus 1 mal 2 hoch 4. Aber das ist nicht vor hier. Okay. Okay, und das nächste, wäre das dann auch minus 2 hoch 3? Geht das dann immer so weiter? Minus 2 hoch 3, Entschuldigung, du bist richtig. Ja. Ja? Nein, wait a second. Minus 2 hoch 4, das ist richtig. Nein, ich meine das nächste. Ob das nächste dann auch dann minus 2 hoch 3, dann minus 2? Nein, nur das erste Bit. Mit zwei Komplementarstellungen. Nur das erste Bit ist Minus. Okay, die anderen Bits sind immer Plus. Ach so, okay. Ja, okay. Das ändert sich dann nicht. Ja, Okay. das ändert sich nicht. Okay, so when you look at the two's complement, only the first bit represents the negative part, the others are positive part. Und das obere, wäre das dann minus 10 hoch 4? Ja, das kenne ich leider so. Und warum? Wir können nicht die 9 verschiedenen Stellen aus Vorzeichenszahlen benutzen. Wenn die erste Stelle ist nur oder 1, dann können wir es so machen, aber kann man nicht so mit Dezimaldarstellern benutzen. Okay, that's a good question. So, the reason why you cannot do this in the decimal representation is that you have more than 2 bits, 2 positions you can use. So you cannot decide which one is plus, which one is minus, unless you define that. Okay. Okay. Gibt es noch Fragen? Okay. So, dann ist es ganz einfach so, wenn wir V vor Komma stellen und M nach Komma stellen haben, dann haben wir zusammen V plus M verschiedene Stellen. Dann fangen wir mit 2 hoch minus M an jeder Stelle. Okay? Und dann machen wir weiter an jeder Stelle, haben wir 1 plus 1 in Exponent. Und dann am Ende, so wir haben zusammen V plus M verschiedene Dinge. Und nach Komma ist mit minus M, dann minus M plus 1, dann minus M plus 2 bis minus 1. Vor Komma starten wir von nur, dann mit zusammen V stellen, enden wir natürlich von V minus 1. Okay, dann bekommen wir zusammen V stellen. Okay, dann sollten wir eine Frage hier bekommen? Noch nicht? Entschuldigung. Okay. So, wir haben zum Beispiel 8 Bits hier. So, wir haben 8 Bits hier. Wie viele verschiedene Festkommandarstellen können wir darstellen? Zusammen auch 2 hoch 8 verschiedene Zahlen. Okay? So, wie viele Rationalzahlen gibt es zwischen 0 und 1? How many different numbers are there between 0 and 1? Any idea? Can you count the possible numbers between 0 and 1?
How many are there? Oh, that's a bit tough to go there. Can you just say it? I repeat your answer. Unendlich. Warum unendlich? Can you try? Because it's. Weil, also, wenn wir im Rahmen des rationalen. Can you? That's still possible. Wenn wir im Rahmen des rationalen Zahlen reden, dann hätten wir zum Beispiel haben 0 als Dezimalziffer und unendliche Dezimalziffern, also im Rahmen des, wie gesagt, rationale Zahlen. Ja. Okay. Ja. Oder also wir hätten dann also immer n durch, also n minus 1 durch n und die Menge der natürlichen Zahlen wissen wir, dass es eine unendliche Menge ist. Ja, das ist unmöglich. Ja? So, aber wir haben nur 8 Bits. Können wir die alle unendlich Zahlen darstellen? Nein, natürlich nicht. Ja? Also geht nicht. Okay. So. Natürlich, wir können nicht alle Zahlen darstellen. Wir können schon nicht alle Zahlen nennen. Ist das ein Problem? So, we cannot basically name all the numbers, even for the rational numbers. If we cannot name them, what's the problem to represent them? We even cannot name all of them. So there's no need to discuss whether we can represent all the numbers. It's basically impossible. You have only L bits. No matter how big your L is, it's not possible to represent all the numbers because you have an infinite number of possible numbers between 2 endpoints. It's just impossible. Okay? Natürlich, das ist die Argument für natürliche Zahlen. Also ist auch diese Zahl Pi, kann man nicht, das ist unendlich, auch an den Ende Stelle. Aber wir benutzen Pi jeden Tag. Ja? Und das ist das schlimm. In Dezimalsystem ist 1 durch 3 auch nicht darstellbar. Pi hat unendlich viele Stellen, ist auch generell nicht darstellbar. Okay, das ist kein Problem. Festkommendarstellung hat die Vorteile, dass die ist wie folgend. Es bildet auf ganze Zahl Operations ab. Wir haben schon geguckt. Das ist fast gleich wie ganze Zahl Operationen. Kann man schneller ausführen und das ist auch ganz wichtig für digital Signalverarbeitung. Ich werde auch morgen andere Vorlesungen im 5. Semester für angebetete Systeme vorstellen. Dann sprechen wir dort auch über Festkommendarstellen. I always got surprised that students somehow forget this after 2 years. They always say, I learned this 3 years ago, 4 years ago, 2 years ago, and then I have no idea about this fixed point operations. But we will talk about that tomorrow as well in another lecture, which you can take later. Okay, gut. Es gibt auch natürlich Nachteile. Diese Stelle des Fixkomma darstellen bedeutet, dass die Position von Komma ist fest und man sollte nicht sich verändern und es ist natürlich manchmal unflexibel. Okay. Was denken wir mit anderen? Wir können andere Ideen benutzen. Ja? Dezimal darstellen vom 2022. Das ist gleich wie 2,022 mal 10 hoch 3. Okay? So, es bedeutet, wenn wir über solche Dinge gucken, an dieser Stelle,
Diese Zahl ist immer zwischen 1 und 10. So, dieser m ist größer als 1 oder gleich wie 1 und kleiner als 10. Da an dieser Stelle kann man jede natürliche Zahl benutzen. Okay, dann nehmen wir jetzt hier ist unser Mantissa und hier ist unser Exponent. Okay? Und natürlich, wenn wir auch über negative Zahlen gucken möchten, dann brauchen wir auch ein zusätzliches Ding von Anfang von dieser Negativzahl darstellen. Dann brauchen wir zusammen 3 Dinge. Gucken wir jetzt auch. Wir brauchen diese Dinge in binärer Darstellung. So, was brauchen wir? So, diese Matisse vom Dezimal darstellen ist zwischen 1 und 10, ohne 10. Jetzt, wenn wir einfach hier transportieren, dann diese Zahl m sollte zwischen 1 und 2 sein, aber nicht 2. Diese Zahl zwischen 1 und 2, ohne 2. Okay, m ist zwischen 1 und 2. Und dann Exponent. Hier kann man auch von jeder ganze Zahl benutzen. Und ob diese Zahl positiv oder diese Zahl positiv oder negativ ist, kann man jetzt mit einem Bit entscheiden. Wenn das Bit nur ist, dann ist die Zahl positiv. Wenn das Bit 1 ist, dann ist die Zahl negativ. So, was benutzen wir jetzt mit 3 verschiedenen Parametern? Mit 3 verschiedenen Dingen können wir eine Zahl repräsentieren. Wollen wir S von S repräsentiert, ob die Zahl positiv oder negativ ist. Wenn S nur ist, dann ist die Zahl positiv. Wenn S 1 ist, dann ist die Zahl negativ. So, es bedeutet, wir benutzen die andere Bits von dieser Zahl darzustellen. Entweder diese Zahl mal plus 1 oder mal minus 1. Wenn das Bit S ist 1 wenn das Bit S 1 ist, dann multiplizieren wir minus 1. Wenn das Bit S nur ist, dann multiplizieren wir diese Zahl mit 1. Es bedeutet, diese Zahl ist plus. Okay, das ist von S. Man kann natürlich auch noch einmal über diese M gucken. Diese Matisse ist immer zwischen 1 und 2. Wenn wir noch einmal über Fixkomma-Darstellung guckt, dann es bedeutet, wir brauchen nur ein Bit von unserer Vollkommendarstellung und das Bit ist immer 1. Okay, ich erkläre noch einmal. Die Matisse M hier ist immer zwischen 1 und 2. Und diese Zahl ist immer größer als 1 oder gleich wie 1 und wenn kleiner als 2. Es bedeutet, wenn wir über
Festkommadarstellung gucken, die Vorkommenstelle ist immer 1. Und brauchen wir nur eine solche Stelle. Okay? Dann die andere Stelle können wir mit Festkommadarstellung machen. Okay? Und dann Exponent. Hier muss eine ganze Zahl sein. Es kann etwas von A bis B oder etwas anderes. Welcher ist am besten hier? Ja, das ist nicht so klar. Man kann ganze Zahldarstellung, Zweierkomplementdarstellung benutzen, man kann auch andere Darstellungen benutzen. Ja? Gut. Sprechen wir jetzt. So, wir haben 4 Möglichkeiten. Ja? Es gibt zusammen 32 Bits, wenn wir mit 32 Bits darstellen möchten. Das ist in Rechnerstrukturen mit sogenannten Float. Und dann kann man Double Float benutzen, dann bekommt man 64 Bits. Dann kann man auch Double benutzen, dann das ist 128 Bits zusammen. Aber die definiert mit die 3 Stellen S, M und E. S braucht man immer nur ein Bit. Dann die Frage ist, wie viele Bits braucht man von dem Exponent und von der Matrize. Okay, das braucht man ein bisschen definieren. Und es gibt, wenn wir nichts optimieren, wenn es gibt keine Theorie Hintergrund gibt, dann braucht man Standard. So, der Standard IEEE 754 1985 definiert die Länge und die Darstellung von diesen 3 Stellen. S ist immer das erste Bit am linksten, okay, die letzte Bit von rechts oder das erste Bit von links. Okay? So S is always the most significant bit in the most left. Ja, ja. Okay, gut. Dann, okay, gut. So, dieser 754 ist die Nummer vom Standard und 1985 ist das Jahr von dieser Standard. Die neueste Version ist von 2019, aber das Konzept folgt auch gleich. Okay, so S ist das erste Bit von links. Und wir haben mit Floor noch 31 Bits und mit Double 63 Bits, mit Double 127 Bits. Dann man kann verschiedene Längen von Bits hier benutzen. Und in dieser Standard kodieren wir die Matrize mit Festkommadarstellen. Und weil diese Zahl ist immer zwischen 1 und 2, das erste Bit vor Komma ist immer 1. Okay? Wenn das Bit immer 1 ist, ignorieren wir diese 1 und dann benutzen wir zusammen ein paar Bits von dieser Matrize, aber das erste Bit muss man immer aus 1 hier setzen. Okay? Und Exponent in dieser Standard benutzt man
mit Exzessdarstellung mit Bias. B aus 2 hoch die Länge der Exponentdarstellung minus 1, so hoch minus 1 und dann am Ende minus 1. Okay? So, wenn wir zum Beispiel 5 Bits aus Exponent zu darstellen, dann ist dieser Bias 2 hoch 4 minus 1 aus hier. Okay, dann gucken wir hier noch zurück. Warum brauchen wir die 3 verschiedenen Darstellungen von unseren ganzen Zahlen? Für die Exzessdarstellung brauchen wir das Konzept for Exponent, for for Floating Points und für Verzeichnisbetrag ist gleich hier für die negativen Zahlen und die 2 Komplement brauchen wir natürlich für die feste Darstellung. Okay? Gut, gibt es Fragen? Der Standard IEEE 754 ist auch mit dieser Gleichkommadarstellung genannt, oder Floating Point Representations genannt. Okay. Gut. So, gucken wir noch einmal. Wie viele Bits kann man in die 3 verschiedenen Bereichen benutzen? Mit 32 Bits, das erste Bit ist für Sin, dann die folgenden 8 Bits sind für den Exponenten und der Exponent ist 8 Bit. So, diese Zahl, die Bias B ist 2 hoch 7, dann minus 1. Das ist 128 minus 1 ist 127. Hier. Okay? Das bedeutet, der Exponent ist zwischen 2 hoch minus 127 und 2 hoch 128. Okay? Und die Mantissa hat hier zusammen 23 Bits. Okay? Das bedeutet, die Granularität ist von Mantissa 2 hoch minus 23. Und diese darstellen wir zwischen 1 zum 2 mal 2 hoch minus 31. Das ist klar von der Mantissa. Und mit Granularität 2 hoch minus 23. Okay, repeat this again. The Mantissa has 23 bits. It represents in total a fixed common representation with 24 bits. The first bit is always 1. Therefore, the representation, the numbers you can represent for the Mantissa is between 1 and 2 minus 2 to power minus 23 with a granularity of 2 to power minus 23. Is that clear? Okay. Gut, dann, ich habe es schon gesagt, der Exponent ist zwischen 127, ist zwischen minus 127 und 128. Dann haben wir zusammen 256 verschiedene Zahlen für den Exponent. Aber hier scheint etwas anderes.
So, hier scheint etwas anderes. So, zwischen minus 127 und 128 erklärt. Warum? Hier gibt es nicht so viele. Ich glaube, wir etwas hier Port haben. Ja? Denke mal, wir kommen zurück über das Thema. So. So, X wird als Float Single 32 Bits von IEEE 754 deklariert. Wie viele verschiedene Zahlen kann man X repräsentieren? Ist es immer als int 32 Bits? Okay. 2 hoch 32. Das kann man mit 32 Bits benutzen. Wenn wir noch einmal gucken, so das erste Bit ist ein Zahl mal entweder 1 oder ein Zahl entweder mal minus 1. Ja? Es bedeutet, wenn diese Zahl nur ist, dann haben wir auch zweimal plus nur und minus nur. Okay? Dann gehen wir zurück. Hier kann man mit dieser Form nur darstellen, gibt es nur hier. M ist immer zwischen 1 und 2. E ist immer eine ganze Zahl. S ist immer nur oder 1. Kann man nur hier darstellen. Gibt es eine Möglichkeit, dass Z nur ist? Nein. Ja, nur kann man nicht mit dieser Form darstellen. Ne? Kann man nicht, einfach nicht. M ist immer größer als 1. 2 hoch E ist immer nicht nur. So, etwas nicht nur mal etwas nicht nur mal etwas nicht nur ist nicht nur. Okay? Dann haben wir vielleicht kein Problem, dass wir haben ein plus nur und ein minus nur. Okay? Gut. So, vielleicht 2 hoch 32 geht es. Oder nicht? Okay, gut, gucken wir jetzt. Was haben wir hier? Weniger und gleich. Keine Ahnung. Das geht auch? Okay, so, wir haben 32 Bits. Wir können leider nicht 2 hoch 32 verschiedene Zahlen darstellen auf jedem Pfad. So, kann nicht unendlich sein. You have to keep in mind that you may think that you take a float or double to present your real numbers. This is not true. No number is real in computer systems. They are all fake. Okay? The fake numbers are only the numbers that you can represent
You have 32 bits. You can represent at the most 2 to the power 32 different numbers. This is a fact. You cannot present more than that unless you cheat. How can you cheat? You add one additional bit somewhere and store that. If this number comes in, it could be A or B. Let's look at the cheating sheet. That's possible. But then you need that additional cheating sheet. Otherwise, it's impossible. Okay? This is mathematics. 1 plus 1 can be defined as 3, but you need to define that. Without that additional definition, 1 plus 1 is 2. You have 32 bits. Every position is either 0 or 1. You have 2 to the power 32 different combinations. No matter what you do, it will not change. Well, I say at the most, right? You can present less if you want. Okay? So the last one is definitely wrong. Keine Ahnung ist immer richtig. Aber es ist nicht richtig für Klausur. Okay? Man muss einfach sagen. Okay, die erste, zweite. Okay, gucken wir zurück. Hier in der Stände. So let's go back to reality. When you use 14-point numbers, if it says that I cannot use 14-point numbers to represent 0, what would you say? That's a bug. It cannot be. I have seen 0 in my 14-point numbers, right? You cannot, man kann nichts an dieser Form für nur darstellen, aber es gibt nur. Yeah? Okay, did you ever try to print the 14-point numbers? No one has the experience yet? Oh, you? Okay, I did. Okay, there is a 0. If you say, I have a nice 14-point number system, I have a nice numbering system, but it cannot present 0, people will just say, your system doesn't work. There's no 0. 0 is the basic element for many things, right? If you don't have 0, then your algebra system is even incomplete. So we need 0. If this doesn't give us 0, let's define 0. Okay, let's repeat that again. If it doesn't exist in the formula, let's define it. Okay, the next thing, if you try to point the IEEE standard, there is something called infinity, or not a number. To make sure that, this also doesn't go to infinity, right? How do you write down the equation of infinity? You cannot write it down. If you can write down infinity, there's another infinity. This is infinity theory. Okay? So there exists a universe of infinity. If you can define infinity, there exists another universe with infinity plus 1. Okay? This infinity can never be defined, can never be calculated. The only way that you can define the infinity is to write it down with that interesting symbol that Meta uses now. The minus fish. Sorry, the fish in that term. How do you, the infinity does not, you have no chance to write down the infinity. How is it possible that you can represent infinity using an equation? It's just not possible. So how do we do it? We define it. Anything that doesn't exist in this formula would be defined. Okay, we would define 0. We would define infinity. We define minus infinity. We define whatever we like to. Okay, is that clear? So deswegen, Entschuldigung, wollen wir solche definieren. Und im IEEE Standard, es gibt verschiedene Dinge aus besonderen Zahlen. Besondere Zahlen kann plus infinity, minus infinity, not a number, plus 0 und minus 0 sein. Und es gibt auch ein bisschen komische Dinge aus der Normalisierdarstellung.
Wir sprechen diese heute noch nicht, aber wir sprechen die andere. So, wenn Exponent zu groß ist, es bedeutet, der Exponent ist 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, alles 1. Dann, und die Matisse alles nur ist, so, diese alles nur. So, an dieser besonderen Stelle, die Exponent-Bits sind immer 1 und die Matisse, die 23 Bits, sind immer nur, ist diese Zahl bei definiert plus Infinity. Okay? Wenn das Verzeichnisbit 1 ist, wenn das Verzeichnisbit nur ist, wenn das Verzeichnisbit 1 ist und gleich Dinge, Exponent 1, 1, 1, 1, 1, 1, man diese alle Nullen, dann bekommen wir minus Infinity. Warum so? Es ist ganz einfach bei definiert. Es gibt kein Science. There is no science behind that, only the definition behind that. Okay? That's clear? Warum die Matisse nur sein? Dann gibt es ein bisschen Chance, dann für uns die not a number zu definieren können. So, not a number, es ist einfach so, es ist gleich, die zwei sind gleich hier, ja? Und die Matisse ist nicht nur. Okay? Die 23 bis Matisse ist nicht nur. Dann ist diese Zahl not a number. Was bedeutet not a number? Es ist nicht eine Nummer. Okay? Warum gibt es keine Nummer? Es ist natürlich später, wenn Sie zu komplizierte Dinge hier zu berechnen oder etwas von Streams dort zu umsetzen, dann gibt es Fehler. Das ist normalerweise für die Fehler hier darzustellen. Okay? Diese sind plus Infinity, minus Infinity und not a number. Diese not a number ist vom Verzeichnisbit nur oder 1 bei der Git. Okay. Dann nur. Es gibt plus nur und minus nur. Es ist gleich mit Matisse nur, also der Exponent ist so klein. Es ist alles 8 Bits. Hier nur, so nur für die Exponenten, für den Exponenten. Und dann Matisse Bits zusammen, 23 Bits sind auch Nullen. Und dann, das ist nur, wenn das Verzeichnisbit nur ist, oder minus nur, wenn das Verzeichnisbit 1 ist. Gibt es Fragen hier? Brauchen wir davor eigentlich nicht also ein Bit mehr? Welche? Also diese zu zeigen. Brauchen wir mehr Bits dazu zeigen? Oder 2 und 3 Bits ist eigentlich genug? Oder nein, 4? das Verzeichnisbit, so, wir gucken einfach mit 32 Bits. Verzeichnisbit ist immer 1 Bit, Exponent 8 Bits, B ist 127. Matisse haben wir zusammen 23 Bits. Und diese nur hier ist darstellen, die zusammen 23 Bits nur sind. Ja? Also natürlich, diese Zahl ist 1, ja? Wenn wir über Matisse gucken. Okay? Gut, dann, so, welche Lösung ist richtig? Weniger als 2 hoch 30. Okay? Wegen not a number. Okay? So it's because of lost not a number definitions. You cannot represent all of them. Okay? Jetzt gucken wir mal. Das ist die andere, kann man einfach darstellen, aber es gibt die Dinge hier, die man nicht benutzen kann. Okay, now you can ask me, of course, come on, you can represent minus infinity to plus infinity. There's an infinite numbers there, but none of them are presented.
Not all of them, only some of them. Okay, gut. So, wir gucken mal so ein Beispiel. So, habe ich keine Ahnung, wie wir fangen sollen. Wir wollen minus 3 darstellen. So, dieser minus 3 ist negativ. So, minus 3 ist negativ. Deswegen, das erste Bit ist 1. So, das erste Bit ist 1. So, weil diese Zahl minus ist, by the way, if you make a mistake in the first bit, you will lose points, okay? But this is basically the easiest point to get. Don't lose this bit, okay? It's a bit, but don't lose that. Dann, diese Zahl ist, die Mantissa ist immer zwischen 1 und 2. 3 ist natürlich größer als 2. So, wir versuchen, so 3. So, so verschiedene Farben. So, andere Farbe. Okay, schwarz ist besser. So, 3 ist so, 3 ist 1,5 mal 2. Ja? Okay? So, 1,5 mal 2 hoch 1. So, das bedeutet, dass m ist 1,5 und Exponent e ist 1. Um diese Exponent darzustellen, brauchen wir 1 plus b. So, 1 plus 127 aus unser, 128 aus unser Binärcodierung zu machen. Ja? So, 1 plus b ist 128, dann 128 ist 1 nur. Okay? Ist das klar? Kein Problem. Mantissa 1,1. Entschuldigung, 1,5. 1,5 ist 1 plus 1 durch 2. Es ist in Binärdarstellung ist 1,1. Nur. Okay? Wir haben zusammen 23 Bits vom IEEE Standard. So, wir haben 2 1, so 1,1 und dann 4 Nullen. Für 4 Nullen brauchen wir 21 oder 22? 21? Also ist nicht richtig, ja? Wir haben schon gesagt, das erste 1 ist implizit. So, 1,1. Wir haben zusammen 23 Bits nach Komma. Das Bit vor Komma ist immer 1. Deswegen brauchen wir diese 1 nicht. So, wir fangen mal mit ein 1 hier. So, ein 1 hier. Und dann bekommen wir hier 2 mal. Und dann 1, 2, 3, 4, 5 mal 4, 22 Nummern. Ist das klar? Okay, so zusammen brauchen wir 23 verschiedene Stellen nach Komma. Okay, machen wir weiter. So, diese Zahl, nur Komma, nur 5, 4, 6,
875 darzustellen. Ja, das ist ein bisschen natürlich schwierig zu gucken. Okay, man kann diese Zahl zunächst mal 16, dann diese Zahl mal 16 kann ich gucken, das ist fast 0,8. Okay, man kann, also in the exam, I'm very good in doing exams. I'm not good in giving you assignments, but I'm very good in doing exams. So when you get such a number, you just try. Huh? It's 2 to the power of anything. It's too small, let's just make it larger to be something between 1 and 2. Let's multiply that with 2, of course too small. 4, too small. 16, still too small. 32. Mal 32, das ist natürlich jetzt zwischen 1 und 2. Dann ist es genug. Okay? Mal 32 ist genug. Es bedeutet, das ist etwas m mal hoch 2 minus 5. Okay? Wie bekommen wir diese m? Ist diese Zahl mal 32. Okay? Any question? Was ist diese Zahl mal 2 hoch minus 5? I am going to do the reverse engineer, but you can do the calculator yourself or do the calculation by hand. Okay? Das ist okay? Gut? 1,75. Bin ich richtig? Ja. Okay? So, was ist 1,75? Das ist 1 plus 0,5 plus 0,25. Das ist 1,11 und dann mit 21 Nullen am Ende. So, schreiben wir jetzt. So, die Matisse ist 1,11. Nur bis Ende. Und entwerfen wir das erste 1. Dann bekommen wir 1 und dann mit 21 Nullen. Dann der Exponent. 2 hoch minus 5, der Exponent ist minus 5. Minus 5 ist, so, machen wir noch einmal. Minus 5 ist etwas minus 127, dann x ist 122. Okay? Wir sollten 122 darstellen vom Exponent. So, was ist 122? Von unserer Darstellung ist einfach nur 1, 1, 1, 1, nur, 1, nur. Okay, das kann man aus Übung. Ich mag hier nichts. Gibt es Fragen hier? Ja? An dieser? Noch einmal. Okay. Ich habe nicht die Berechnung von der Matisse verstanden. Die Matisse, Ja. dass diese Zahl 0,546875 mal 32 ist 1,75. Das war zu schnell. Zu schnell. Ja, du hast rechnen. Kann man rechnen, bitte. Wie? Try to calculate that. So, 0,04676875 mal 32 ist 1,75. Oder nicht? Glaube ich richtig. Ansonsten habe ich Probleme. Entschuldigung, was soll ich berechnen? 0, Dort diese Zahl 0,046875 mal 32 ist 1,75.
ist es richtig. 23. 29. Okay. Moment, ich wiederhole schnell. Okay? Gut. Richtig? Hier? Darf ich das Mikrofon zurückbekommen? Okay? So, okay, of course you cannot use the calculator in the exam. So let me first answer. Of course you will not get a calculator in the exam, so we will not give you this strange number in the exam, but you will give sufficient hints that calculating this number multiplied by 32 is not the focus of this lecture. Okay, not the focus of this lecture. So we will not ask you to do this by hand. We will ask you to do something that is very obvious so that you don't complain. So you mean something that just cannot come in the exam? You will go to the exam, but not in this complication. Okay. You will get sufficient hints that you don't have to do this multiplication by hand. The thing you try to do here with this number multiplied by 32 will not be part of the exam. Okay? If we do so, we would probably give you a table. And you get the results like 0,5468 mal 75 mal etwas, dann bekommen Sie etwas. Eine Tabelle, dann man soll denken, welche Dinge man benutzen sollte. Okay? Gut. Okay. Noch einmal. Andere Richtung. Wir bekommen eine Binärdarstellung, nur 1, und etwas, welche Zahl ist es? Okay. Das erste Bit ist nur. Dann bekommen wir 8 Bits vom Exponent. Dann hier ist die Matisse. Okay, so S ist nur, diese Zahl ist positiv. Exponent ist 1 nur, 1, 1, nur 1. Okay, Entschuldigung. Diese Zahl, man kann einfach rechnen. Diese Zahl ist 128 plus, hier ist 64, hier ist 32, hier ist 16 und nur und am Ende ist 1. Okay? Dieser ist 177. Okay? 177 minus 127 ist 50. So, unser Exponent ist 50. Die Matisse ist 1, nur 1, nur 1, nur 1. Rechnen wir. So, 1 plus 1 durch 4 plus 1 durch 16, 32, 64 und dann 128. Okay, wie hier, das ist 1. Sie ist okay? So, diese Zahl ist 2 hoch 50 mal 2 hoch nur plus 2 hoch minus 2 plus 2 hoch minus 4 plus 2 hoch minus 7. Okay, bisher ist schon erledigt. Okay, was für eine Zahl ist dies? Diese Zahl ist einfach diese Darstellung. Okay, gibt es Fragen? Okay, wenn nein,
noch ein bisschen Frage darzustellen. Ist a plus b immer gleich a minus 0,05 plus b plus 0,0? Wenn beide a und b von IEEE 754 repräsentiert sind. Okay? Gut. Es ist nicht so einfach. Nächste Frage. Ist a plus b, dann plus c immer gleich b plus c und dann plus a? Okay, good. Let's have a look. So, nicht gleich. Hier. Yeah. I sometimes don't understand. If the previous answer would have a majority of 9, how come this has a majority of yes? I mean, they belong to the same category, right? Am I right or am I wrong? So that means that, how do we analyze this from statistics? Random. It's a random effect. You basically guess. Okay. The answer is that no, it's not guaranteed. Both of them. And we will talk about that later, but not now. We will talk about the moment. This is not only about representation, it's also about the arithmetics. So the key part, why these two are not the same, why the operations could be different, is mainly due to the fact that your mantissa may not be able to be calculated correctly. If A plus B is equal to A, okay? So because you just cannot represent anything when B is so small and A is so big. So we just look at the two numbers we had here. This A is so big. This B is so small. Let's take this one is so small.
So when you do A plus B, the result is A. The reason is just because you have no other things you can do. They are so different from each other. The gap is too big. You do A plus B, you know that A is not 0, B is not 0. How come A plus B is A? You say this is a bug. And the computer says that no, it's a feature. Okay? So because of that, when you use 14 points, you need to know what you are doing. So with this, wait a second. With this, I still have a few words to say. Don't use 14 points unless you have to. And if you use 14 points, use them with care. If not, some catastrophe may happen, and I'm going to play a video in the classroom, but I'm not able to do that on YouTube. So for the students from YouTube, see you next time. For the students here, if you want to see how the 14-point error makes a spacecraft crash, stay here and we will watch that together.